Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Beim letzten Mal hat uns Therese darum gebeten, doch mal nochmal vorbeizuschauen. Oder war es Jeanette? Ah, ich kann mir den Namen nicht merken. Oder besser gesagt, ich verwechsel sie immer wieder. Und Mercurio hat uns auch noch darum gebeten, dass wir nochmal vorbeischauen. Dann machen wir das doch mal. Mal sehen, was Jeanette von uns will. Und ich wollte auch noch sagen, es tut mir leid, dass jetzt so lange auf meinem Kanal nichts gekommen ist. Oh cool, da liegt was. Das habe ich wohl jetzt automatisch aufgenommen. Hello, kitten. Did you come back for me? Even if you didn't, just nod your head. I'm all gooey. I didn't think you'd be back so soon. Any particular reason for this unexpected visit? Although, it is pleasure. I mean, a pleasure to see you again. Okay, ich habe das Gespräch wieder beendet. It is pleasure. I mean, a pleasure to see you again. The tide goes out, the tide comes in, and then it waves goodbye again. It'll take me a few years to wake this city up. Oh, sweetheart, desperately these nights. I'm just a lonely little girl on a rainy day. Know any games we can play? Oh, well, it's a little different, but entirely possible. Come sit next to me on the bed. I'll show you. Die gerade gebellt? Ach, dafür hat sie einen hergebeten. Okay. Also ich kann gerade nichts tun, das ist kein Bug oder so, ich glaube das gehört so. Ah ja, wie ihr seht, geht wieder alles. Okay, jetzt will sie nicht mehr mit uns reden. Hat sie wohl ein schönes Spiel mit uns, schönes, anstrengendes Spiel mit uns gespielt. Aber wie gesagt, es tut mir leid, dass in der letzten Zeit so nichts auf meinem Kanal gekommen ist. Ich sage einfach daran, ich hatte einige Probleme mit der Aufnahme. Und deswegen ist jetzt, aber jetzt kommt wieder regelmäßig was bei mir. Ich habe auch schon einige Pläne für die nächste Zeit. Und erwarte auch schon einige neue Spiele, die bald kommen sollen. Aber jetzt schauen wir doch erstmal bei Mercurio vorbei, was er so für uns hat. Er hat gemeint, er hat irgendwas Cooles reinbekommen. Dann schauen wir doch mal, was das sein mag. Ah, hier. Flugzeug. So. Dann, was möchtest du? Oh, ihm geht's wieder gut. Spaz 15 this morning. Cleaned, oiled, and just waiting to put a hole through something. You interested? Mit Löcher bin ich dabei. Sieht aus, wie als wäre es sowas wie ein Schnellfeuergewehr. Und im letzten Part haben wir auch den... Moment. Ach, falsche Taste. Hier den Kelch des Hasses. Wo habe ich ihn? Ich dachte, da ist er. Den haben wir bekommen, der speichert für uns Blut. Da brauche ich höhere Recherche. Handgemenge von mindestens 2. Ja, das wollte ich erhöhen. Aber ich hatte keine Erfahrung mehr. Das war der springende. So, was sagt mein Quest-Log? Jetzt hat der Prinz uns darum gebeten, nach Hollywood zu reisen. Dann machen wir es doch mal auf den Weg nach Hollywood. Vielleicht werden wir ja ein berühmter Star. Nur schnell einen Schluck Kaffee genommen. Trinkt ja gern Kaffee. Wie sieht es da eigentlich bei euch aus? Trinkt ihr auch gerne Kaffee? Oder seid ihr lieber
mehr Teetrinker. Oh, voll verhaspelt. Nun, auf nach Hollywood. Hop in. Ain't seen you here before. And if I haven't seen you, neither has Isaac. So that's your next stop. Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Okay, das hatte ich auch noch nie. Aber er hat eine interessante Logik. Wenn er mich noch nie gesehen hat, hat Isaac mich auch noch nie gesehen. Und deswegen bin ich eingeladen. Dann schauen wir doch gleich mal vorbei. Ich glaube, dass das Restaurant, wenn Mercurio uns gebeten hat, es schlecht zu machen, damit er es kaufen kann. Weil gerade ein Kritiker da ist. Hier geht's zu Isaac. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? So, you've come to barter information with the sewer rats. LaCroix must really be desperate to be stooped to consorting with their kind, and asking for my help of all peoples. Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Der scheint den Prinz ja nicht sonderlich zu mögen. Aber es überrascht mich überhaupt nicht, dass ich jetzt wieder was für den Typen tun muss. Und falls es einer von euch nicht weiß, in diesem Spiel ist eine Baronie. Ist der Baron, der herrscht über eine Baronie. Ich weiß, soweit viel ist klar. Und der herrscht über die Stadt. Nur halt ohne Camarilla. You know what? Never mind. We have to help you. Is it drugs? Something like that? Look, let me make a call. We'll get you some help. Nobody's judging you. They'll be happy to know you're alive. It's me, Samantha. Don't you... Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Come on, this is serious. I know it's you. Don't you recognize me? It's me. It's Samantha. What happened to you? It is you. I don't think you know what you're saying. We're gonna help you. You'll see. Everybody just wants to see you safe and back to your old self. Wait here. I'm gonna make a call. It's gonna be okay. Anscheinend ist diese Samantha eine aus meinem vorherigen Leben, bevor ich zum Vampir wurde. Und wenn die jetzt an dieses Telefon geht, It's gonna be okay. berichtet sie anderen Menschen davon, dass ich noch lebe. Was einem Maskeradebrüche gleichzusetzen ist. Also ihr werdet gleich sehen, dass Maskeradenbruch aufploppt. Was ich gerade erzählen wollte, während ich sie zum Telefon laufen lasse, dass eine Baronie nicht ähnlich wie der Camarilla aufgebaute Stadt ist. Nur halt, dass da nicht die Camarilla herrscht, sondern die Anarchen, die wir schon mal getroffen haben.
Anyhow, something seems wrong, and I wondered if you could call a few people and... Well, he didn't recognize me at first, and I think it might be drugs or something. He needs our help. Maybe we should ship him into a hospital or get the police involved. Well, we grad Polizei can't gehört. just leave him here like this. He's... Alright, call them and I'll keep him here. Just let everybody know he's alive and that we're gonna get him some help. Ja, wie ihr seht, wie gesagt, ein Maskeradenbruch. Aber das war auch offensichtlich, das hätte ich auch gewusst, ohne ob ich das Spiel jetzt gespielt hätte oder More nicht. flatbread and olive oil. And take back this Chardonnay and open up a Chianti. Let it breathe for 20 minutes and then bring it out with a ziti. Okay? Wanted to know what? Interrupt me while I'm working? Do you understand that this is an important opening and I, emphasize I, am going to make or possibly break this restaurant? Me, Tommy Flayton, the food authority of Los Angeles, food critic for the biggest paper on the West Coast, radio personality for the KTLK, shower hour? Maybe if I reviewed more Pancake Huts, you'd know me. I'm not sure exactly what you mean. How so? You're wasting my time. Me? Tommy Flayton, the food authority of Los Angeles, food critic for the biggest paper on the West Coast, radio host for shower hour. Maybe if I reviewed more Pancake. Also ich soll den Mann jetzt dazu überreden, dass I'm not sure exactly dass er eine what you schlechte mean. Kritik verfasst, dass Lacroix dieses How Laden so? kaufen kann. You know, now that you mention it, the gnocchi was a bit cold, and the ravioli might have been store-bought. Also, the decorum's a bit lacking, isn't it? This place is just an overpriced cafeteria. No stars. Yes. I'm going to write a review that will destroy this restaurant. Das funktioniert eigentlich immer am besten. It's gonna be okay. Leute an ihrer Ehre kratzen. Dann machen sie meistens das, was man von ihnen will. Und wir hatten in der letzten Stadt von dieser Mordreihe einen Hinweis gekriegt, dass wir ins Lucky Star Motel gehen sollten. Und das machen wir jetzt nochmal und schauen, ob wir hier vielleicht mehr herausfinden. Oh. Gucken wir uns hier doch mal um. Komme ich da rein? Nein, ich glaube nicht. Aber ich versuche es trotzdem. Nein, ich komme da definitiv nicht rein. Aber ich hatte sowieso einen Schlüssel. Macht wirkt noch. Okay, geht auch nicht auf. Mir fällt so nebenbei auf. Ah, Schlüssel. My work is done. Cool, ich mache die Tür auf, mir fliegt einer entgegen und ich kriege Erfahrung. Was will ich mehr? Aha. Und wieder einen Hinweis gefunden. Ich wollte mal schauen, ob ich mein Handgemenge erhöhen kann. Falscher. Handgemenge. Wie ihr seht, hier ist jetzt ein Strich drüber, also ich habe einen Maskeradenbruch begangen und ich sollte auch unbedingt meine Menschlichkeit erhöhen, aber ihr seht selber, das kostet 6 Erfahrungspunkte. Also ich werde schauen, dass ich das so irgendwie selbst erhöhen kann. Sehr schön. Handgemenge von 2. Kann ich jetzt, müsste ich das Buch lesen können. Das hat sich jetzt eigentlich erhöht. Ja, mein Handgemenge ist auf 3 hochgegangen. Da habe ich einen Punkt umsonst dazu gekriegt. Also da würde ich mich nicht drüber beschweren. Diesen Mann, den wir da gerade aus dem Fenster haben fliegen sehen, das ist derselbe, der auch in Santa Monica am Pier gemordet hat. Und all die Morde, die wir bisher verfolgt haben, hängen damit zusammen. Also werden wir dem mal einen Besuch abstatten. Wir haben ja hier eine Visitenkarte. Da ist er. Und da ist eine Zugangskarte für die frommen Brüder von
Brothers Salvage in Santa Monica. Also war ja wohl die ganze Zeit in Santa Monica. So, jetzt statten wir den Vesuvius noch einen Besuch ab. Das ist die Bar dieser Stadt. Oh, look what just walked in. I can't imagine you get much of a rise out of Vesuvius, being what you are. Maybe I'll have more luck with you. I think we should get to know each other a little better upstairs, where we can be ourselves. Come up to my room. Just 14 little steps. I'll make it worth it. Believe me. So, dann gehen wir doch mal hinterher. Aber ich habe jetzt die Stufen nicht gezählt, ob es wirklich 14 sind. Isn't this better? You and me alone for just a little while. Away from jihad and the nonsense and the dangers. Just the two of us. I don't want to spoil the moment, but there's a reason I needed to speak to you alone. Oh yes. What gave me away? How absolutely intoxicating for you to notice. I'm beginning to think bringing you up here was an even better idea than I thought. The reason I asked you up here is because I and the rest of the Hollywood kindred have been under surveillance lately by hunters. I didn't want you to say anything that might draw attention. Maybe not. I'm Velvet. Velour. Call me Velvet. It's been months since I've seen anyone new in here. I was starting to take it personally. And who should finally walk in but a real celebrity? I've heard a lot about you. So, wouldn't you like to know about me? I'm like a book. All you have to do is run your finger down my spine and crack me open to see what I'm about. Hunters. Yes. They've been staking out Hollywood for several weeks. They've been in Ash's club, mine, few others. I think they're whittling down their list of suspects. I'm a bit nervous. Until recently, I had one right under my nose. For a few weeks, one of them was working here at Vesuvius, keeping an eye on the clientele. I found a weapon in her locker and I fired her. She's still in Hollywood watching my club. And me. Would you? I think it might be a little much to ask. You'd really be willing to do this for me? I won't lie. It's gonna be dangerous. But if you got rid of her, I'd be grateful. Very, very grateful. She works over at the Sin Bin now. Her hair's blonde, on top. Broken heart tattoo on the small of her back. Dances under the name Chastity, as if that wasn't a dead giveaway. I want you to understand. I don't want any innocents killed on my account. So if there are other dancers or patrons around, you'll have to lure them away from her. Do it as quietly as you can. No witnesses, please. And be careful using disciplines around the hunter. Ja, sie hat gleich wieder eine neue Aufgabe. Und ich habe ja in dem Gespräch erwähnt, dass sie ein Toreador ist. Die Toreadors sind die menschlichsten unter den allen Vampiren. Immer wenn sie Menschlichkeit verlieren würden, verlieren sie die doppelte Menge. Dasselbe gilt natürlich auch für den Gewinn. Dann gehen wir doch mal noch kurz in das Sin Bin und kümmern uns um diese Chastity. Das hat man aber auch in dem Gespräch gemerkt. Sie will nicht, dass unter ihrem Auftrag unschuldige Menschen sterben. Und sie würde es mir auch sehr übel nehmen. Deswegen gucken wir doch mal, ob wir sie finden. Da rein.
Ja, da komme ich rein. Aber dadurch, dass ich mit der Frau flirten konnte, es war ein gutes Zeichen dafür, dass mein Flirten schon sehr hoch ist. Ich muss unbedingt mein Inventar mal aufräumen. Ja genau, ich wollte bei der Peep-Show... Natürlich ist da ein Passwort drauf. Sünder. Dann verriegeln wir das mal. Meiner Meinung nach die beste Methode, um all die Peep-Show-Gucker, nenne ich sie jetzt mal freundlich, wegzubekommen. Er schien davon aber nicht sonderlich begeistert zu sein. Schwierigkeit von 6. Oh, was ist das denn? Tanzraum. Hier sind die Peep-Shows. Die habe ich ja verriegelt. Wieso ist das offen? Das sollte zu sein. Knackt mir noch schnell das Schloss hier. Wird mein Blut auch langsam knapp. Wie kriege ich die jetzt hier alle weg? Dachte, ich hatte das verriegelt. Was steht wohl im Privat drin? Dirty Dog. Oh, ich weiß nicht, wie ich das eingebe. Also diese kleinen Anführungsstriche. So. Verriegelt, verriegelt, kein Zugriff. Warum habe ich darauf keinen Zugriff? Die sind verriegelt, oder? Ja, aber der eine guckt da noch zu, das gefällt mir nicht. Hey! Ja, das ist die Vampirjägerin. Au, fuck. Okay, da hat sie mich endgültig getötet. Das hat mich jetzt überrascht. Ich habe mich aber auch schlecht angestellt, weil ich wollte eigentlich nicht, dass die Menschen mich da jetzt unbedingt bei zusehen. Und dann laden wir mal das Spiel und schauen, wo es uns wieder rauswirft. Ja, gerade aus dem Club rausgekommen. Also jetzt können wir wieder ins Sinbin. Wollen wir jetzt kurz den Namen entfallen und uns um die Chastity kümmern. Dann versuchen wir das Ganze doch nochmal. Schnell mal beide Schlösser zusammenknacken. Sehr schön, das passt zusammen. Die haben wir gerade vergessen. Ja, falsch eingegeben. Ist aber auch ein schweres Wort. Deep Show. So, verriegelt. Jetzt sehen wir wieder, wie der Typ sehr ungehalten darüber ist, dass die Piepshow nicht mehr funktioniert.
Ja, tritt einfach mal dagegen, das hilft bestimmt. So. Da komme ich rein. Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Danke. Ups. Ja, das war ein Maskeradebrüche, weil ich vor dem Menschen meine Disziplin angewandt habe. Ja, die haben jetzt alle Angst. Ich gehe am besten hinten raus. Hier ist nämlich noch ein Hinterausgang. Das wollte ich jetzt aber noch gemacht haben. Das kann ich nicht so einfach sitzen lassen auf mir. Auch wenn es meine Schuld war, weil ich mich dämlich angestellt habe. So, hier finden wir hier noch ein paar Ratten. Leider habe ich hier schon 2 Maskeradebrüche. Fällt mir nicht so. So, jetzt hier noch 1, 2 Schlücke Blut. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh. Das ist jetzt ein Vampirjäger. Okay. Also ich bin gerade in der Raserei. Ich kann nichts. Ich habe keine Kontrolle über meine Handlungen. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich eigentlich gedacht hatte. Also haben wir wenigstens die Chance, alles nochmal neu zu machen. Laden wir mal den Spielstand und schauen, welches er ist. Welcher Spielstand das ist. Ja, der wieder. Also hier ist der Kampf schon erledigt. Gehen wir schnell mal auf offene Straße, da greifen sie mich bestimmt nicht an, falls hier wieder ein Vampirjäger gleich kommt. Was liegt denn darum? Ach, da liegt nichts, das ist nur... Okay, jetzt habe ich aber gerade einen kleinen Schreck gekriegt. Aber das war's jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.